Hallo, ich bin Annalena Duberschütz und ich bastel heute mit euch diese kleine diagonale Box. Ja, jetzt habe ich sie gerade geschlossen. Fängt hier gut an. So, zum Auf- und Zufalten. Dafür verwende ich das Papier von Stampin' Up, das Hortensienpapier und die Stanzformen dazu und Heideblüte. Ihr braucht dafür einmal Farbkarton in dem Maß 10 x 14 und Designerpapier 10 x 14. Das legen wir einmal beiseite. Nehmen wir unser Falzbrett dazu. Der Farbkarton wird rundum bei 3 cm gefalzt. Schneideklinge beiseite. 3, 3, 3. Ja. So. Und nochmal 3. Einmal beiseite. Falz Farbkarton, Designerpapier. Auch 10 x 14. Eine von den kurzen Seiten, also die lange Seite anlegen, damit die kurze Seite gefalzt wird, bei 2,8 falzen und die anderen 3 Seiten dann wieder bei 3. Die Box ist unheimlich schnell gemacht und ich finde, die sieht unheimlich süß aus und macht richtig was her. Ist aber wirklich schnell gemacht. So, dann kann das Falzbrett auch weg. Der Farbkarton schneiden wir kleine Flügelchen hier unten ein. Einmal hier, hier und einmal die Seiten ein bisschen anschrägen. Das nenne ich immer die kleinen Flügelchen schneiden. So. Und das auf beiden Seiten. Zack, zack, das sieht immer so aus wie Flügelchen. So, einmal falzen, alle Linien, auch schön gerade hinterher steht. So. So. Könnt ihr das hier so ein bisschen einkürzen, ist egal wie lang. Dann wird nämlich die Seite schon mal festgeklebt. Umklappen. Am besten mit Flüssigkleber, damit lässt sich das ein bisschen besser schieben und hängt nicht sofort fest. So. Und hier in der Mitte, dadurch, dass wir es gekürzt haben, wartet, sieht man das? Da ist so ein... Beiden gehen auf jeden Fall nicht übereinander. Dadurch wird es nicht ganz so dick auf der Seite. So, das legen wir einmal beiseite. Dann, oh super, ist mir eingerissen. Naja, das kriegen wir auch weg. Ist auch nicht so schlimm. Das nehmen wir mal, kommt gleich weg. Wir zeichnen einmal noch. Klickt das schon mal, damit man das besser sieht. Das hier einmal vor. Das ist entstanden, weil ich zu doll gedrückt habe beim Falzen. Da muss man drauf achten. So, das ist jetzt hier oben die Falzlinie 2,8. Da lege ich hier in der Mitte an und ziehe eine Linie bis zu der unteren Falzkante. So. Und auf der anderen Seite genauso. Das nehme ich jetzt und der Teil wird nämlich weggeschnitten.
Könnt ihr mit der Schere machen, könnt ihr auch mit dem Schneidebrett machen, je nachdem wie ihr das lieber macht. Seht ihr, das ist dann eigentlich gar nicht so schlimm, dass das hier oben eingerissen ist. Sollte aber natürlich nicht. Sieht natürlich auch doof aus, wenn es irgendwo bei ist, wo man es behalten muss. Aber hier ist es jetzt nicht so schlimm. So. Und hier schneiden wir auch wieder Flügel. Zwar wieder hier die beiden Außenkanten. Und den hier oben auch. So. Die schneiden wir wieder ein bisschen kürzer. Und die werden jetzt genauso zusammengeklebt wie vorher der Farbkarton. Schön mit Flüssigkleber. Braucht man gar nicht so viel. Darauf achten, dass die Kanten alle gut aufeinander sitzen. Und ordentlich festdrücken dann, ne? So, hier nochmal von außen kontrollieren. Hier, da sitzt mir die Kante nicht so gut. Durch den Flüssigkleber kann ich das jetzt noch gerade ein bisschen gerade schieben. Das ist ganz gut. So, da steht es mir ein bisschen über. Das finde ich doof. So. Dann werden die beiden Teile auch schon zusammengefügt. Kräftig drücken. Und dieses Ende wird hier nämlich einfach mit eingearbeitet. So. Und das wäre dann schon zu. Also. Drückt einmal hier Kleber drauf. Klebe ich dann hier hinten mit ein. Gucke, ob mir das von der Höhe so passt. Sich gut schließen lässt. Da ist Kleber drüber gekommen. Den kann man jetzt noch wegstreichen. So, dann öffne ich es wieder. Ordentlich festdrücken. Und auf der Seite lasse ich die beiden gleich lang, damit der Farbkarton nicht durchschimmert. Klebe ich aber auch fest. Fummelarbeit hier. Aber das klappt schon. Einmal. Zweimal. Und dann wieder schön drücken. Bisschen von außen die Kanten nachschieben. Schön gerade sind. Ist ein Bild raus. So. Muss ich mich erst dran gewöhnen, dass ich hier mal an der richtigen Stelle im Video bin. So. Und schon ist die Verpackung von außen fertig. Ja, was sagt ihr? Ich finde das Hortensienpapier total schön. Deshalb habe ich hier auch aus dem Hortensienpapier mir so eine Hortensie noch ausgestanzt. Die kommt jetzt hier oben drauf gleich. Ein paar kleine Blätter, die habe ich allerdings aus dem Papier Ewiges Grün genommen. Hier. Weil ich da ein bisschen mehr Farbe drin haben wollte. Und nicht nur ganz schlicht grün. So. Von dem Stanzen, den Stanzformen von der Hortensie gibt es auch so ein ganz niedliches kleine. Und die hat keinen durchgehenden. Warte, mal gucken, wann das hier fokussiert. Fokussiert gar nicht. Sehr schäbig. Naja, weil die Striche da drin, das seht ihr, sind ein langer, ein kurzer, ein langer, ein kurzer. Also es ist so ein bisschen anderes Muster als sonst.
So. Heideblüte, weil Heideblüte ist hier auch. Und ich habe mir den Spruch ausgesucht, danke für all die kleinen und großen Dinge. Der passt hier auch gerade so drauf. Ja. Und dann kleben wir das hier oben einfach drauf fest. Beziehungsweise ich klebe die Blätter von unten hier an meiner Hortensienblüte, dass sie so ein bisschen rausgucken links und rechts. Und dann klebe ich die Blüte gleich mit Abstandshaltern auf. Ich habe ein paar von den Blüten, ja, wenn man es kippt, kann man es ein bisschen sehen, habe ich so mit hochgehoben. Das finde ich ganz süß an der Stanze. Ja. Dass man da so ein paar Blüten dreidimensional hochstehen lassen kann. Finde ich verleiht dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Raum, sag ich mal. So. Na? Klebst du wohl? So. Einmal Abstandshalter. Von unten drunter. Müssen ja gar nicht viele sein. Muss ja auch drauf passen. So. Das kleben wir da einfach mal drunter. So. Ein bisschen schräg eigentlich. So. Fertig ist die Box. Und ich habe die Maße extra so gewählt. Ich habe die mir selbst ausgerechnet. Da passen 4 Schokoriegel rein. Also ich habe meine mal mit Jogurette gefüllt und ich denke, davon werden ein paar Boxen bei uns Ostern auf dem Tisch stehen. So, ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, das mitzubasteln. Oder ich hoffe, ihr bastelt es gerne nach. Und ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und das nächste Mal wieder zuschaut. Bis dann, ciao!